Hallo, ich heiße Johannes. Maria Göke, Jacques Schewe, Edith Berlin, Christel Wolf, Josef Schürmann. ich bin 72 Jahre alt und komme aus Sprockhövel. werde dieses Jahr im Mai 70 und wohne in Langdreher. ich bin 76 Jahre alt, wohne in Bochum-Dahlhausen und Bin 66 Jahre alt, wohne in Essen im Stadtteil Stadtwald. Bin 71 Jahre alt und komme aus Herne. Bin Jahrgang 1955, wohne in Bochum-Rienke. ja, das war für mich eine spontane Situation. So eine gewisse Herausforderung. Und weil ich das Theater liebe und es ganz toll finde, mal auf der Bühne und nicht vor der Bühne zu sitzen. Und dann habe ich so gedacht, ich bin so eine Generation, die eine Menge zu erzählen hat. So eine Umbruchsgeneration. Ich habe davon in der Zeitung gelesen Ich habe in der Zeitung gelesen und fand das von Anfang an interessant. und war sehr neugierig, was könnte das denn überhaupt beinhalten. Zumal es schon in mehreren Ländern aufgeführt worden war. Einmal, weil ich gerne Theater spiele, zum anderen, weil ich persönlich, wie es sich dann auch gezeigt hat, sehr viel daraus ziehen kann. So etwas wie eine Therapie für mich. Und in den 70ern hatte ich meine Hochzeit und da war man, also was heißt Mann, aber ich zum Beispiel sehr experimentierfreudig. Und da habe ich gedacht, ach, da könnte ich doch mal anrufen, mich melden und bin dann auch genommen worden. Am liebsten in der Natur, irgendwie Stadtpark, Bochum. Im Bermuda-Dreieck. Im freien Raum wäre schöner. Ort am Strand, unter Palmen, in Dünen. Ja, Am Chemnader See. Wenn man sich verabredet, in einem Lokal, beim Essen. Im Tucholsky. Ins Extrablatt. Ich kann gehen, wann ich will. Wenn es angenehm ist, kann ich bleiben. Und wenn ich merke, also das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, dann kann ich auch gehen. Nein. Nein. Nein, Nein, Nö, es geht auch um die Lebensgeschichte. Das hört sich so an, wenn man den Titel liest. nur das wäre zu simpel. wir haben ja alle in unserem Alter wahnsinnig viel erlebt. harte Einschnitte, die natürlich alle in irgendeiner Form auch einen leichten Sexbezug mehr oder weniger haben. Es gehört für mich dazu, wie gut essen gehen, ein gutes Glas Wein. Und dieses Stück hier, diese Vorführung ist ein Appell an alle, kümmert euch um euch selber und wächst. Und es wird sehr anrührend werden. Lustig, aber auch sehr, sehr emotional. Oh, Auf Kreta auf einem Feldweg. auf dem Telegraph Hill in San Francisco, 1971. Im Auto, während der Fahrt. In der Sauna. Das war die Schulensauna. Das Kribbeln, es kann ja jemand reinkommen, war aber Gott sei Dank auch die Dampfsauna, die wir genommen hatten. Das war mein erstes Mal in einem NSU 1200 cc und ich bin über 2 Meter lang. Das war ein Grauen. Und die Zikaden zirpten. Auto, ja, kein großes. Außer Tinder finde ich die beiden anderen Möglichkeiten okay und gut und auch wirksam. Aber Tinder, finde ich, ist zu schnelllebig. Natürlich habe ich auch die sogenannten blauen Seiten kennengelernt, aber das Persönliche finde ich nach wie vor, würde ich vorziehen. Obwohl ich kein Discogänger war, schon eher in der Disco. Disco. Es ist da am besten, wo man gar nicht erwartet, dass sowas passiert. Nice to have. Es geht nicht immer zusammen. Das ist eine Illusion mancher Menschen. Ich sag mal so, Liebe und Sex gehört schon zusammen. Aber es ist kein Muss. Also bei mir war es so, dass der meiste Sex ohne Liebe stattgefunden hat.
Man geht auseinander, trifft sich vielleicht auch das eine oder andere nochmal. Also um eine Beziehung aufzubauen, gehört beides zusammen. Um ein Abenteuer zu haben, da ist Sex eine feine Sache. Sex ohne Liebe, okay, da kann ich auch in den Puff gehen.